Ich war immer in diesem Zwiespalt, wer bin ich, weil ich selber nicht wusste. Weil in Frankreich wurde ich von den meisten als die Deutsche, die Ausländerin angesehen. Und von meiner Familie waren wir immer die Franzosen. Aus diesem Grund war es für mich wichtig, noch eine andere Kultur kennenzulernen, um vielleicht mich noch eher zu finden. Ich heiße Lea Sophie Gebhardt, ich bin 19 Jahre alt, studiere Deutsch und Französisch auf Lehramt im integrierten Studiengang Mainz-Dijon. Ich bin in Frankreich aufgewachsen, bin aber eigentlich Deutsche. Als ich 3 Jahre alt war, sind meine Eltern nach Frankreich gezogen. Das hatte mich damals schon recht mitgenommen, weil das war für mich komplett neu. Ich wusste, ich werde irgendwo hingehen, wo ich niemanden kenne, keine Erfahrung habe und nicht mal die Sprache kann. Also als ich nach Frankreich kam, hatte meine Mutter mir beigebracht, bis 10 zu zählen und guten Tag zu sagen und mehr auch nicht. Und dann war der erste Kindergartentag, oh Gott, das war eine Erinnerung. Das war der 6. Januar. Und am 6. Januar ist in Frankreich La Galette des Rois. Das ist so eine Tradition, wo man die 3 heiligen Könige so ein bisschen ehrt. Und es gibt einen Kuchen, in dem so eine kleine Figur versteckt ist. Und dieser Kuchen wird aufgeschnitten und dann werden die Kuchenstücke verteilt. Und die Person, die halt diese Figur findet, ist dann der König oder die Königin für den Tag. So, ich kannte diese Tradition nicht, komme nach Frankreich, mein erster Schultag. Naja, und wer findet die Figur in seinem Kuchen? Ich. Ich konnte gar nichts damit anfangen. Ich war komplett überfordert. Alle wollten unbedingt diese Figur haben. Ich wollte die einfach weggeben. Dann sagten die aber, nee, du musst sie behalten. Du hast sie ja gefunden. Und dann wurde ich auch noch zur Königin gewählt. Ich hatte kein Wort verstanden und habe dann auch geweint. Ja, das weiß ich noch. Man wurde ins kalte Wasser geschmissen von der ersten Sekunde an. Und ich habe die Figur immer noch. Zwischendurch habe ich mich definitiv in Frankreich in der Schule ausgegrenzt gefühlt. Natürlich kam es immer auf die Person an. Ganz am Anfang in der Maternelle, also im Kindergarten, hatte ich ein Mädchen, das mich wirklich herzlichst aufgenommen hatte und sie hat mich wirklich so in die französische Sprache hineingeführt, wofür ich auch im Nachhinein immer noch sehr dankbar bin. Dummerweise war es dann auch meistens sie, die dann angefangen hatte, andere Leute auf mich zu hetzen, sodass ich dann auch wirklich immer als Ausländerin gesehen worden bin. Ich wurde als die Deutsche gemobbt. Natürlich hatte ich deutsche Kultur und die hatte sich auch irgendwie in mein Verhalten, in meiner Art und Weise wiedergespiegelt. Zum Beispiel hatte ich immer eine Brotdose dabei. Das haben die Franzosen überhaupt gar nicht. Und das war dann so typisch deutsch mal wieder. Direkt nach dem Abitur, nach meinem Abibak in dem Fall, wusste ich erstmal gar nicht wirklich, was ich machen soll. Ich war immer in diesem Zwiespalt, wer bin ich? Weil ich selber nicht wusste. Weil in Frankreich wurde ich von den meisten als die Deutsche, die Ausländerin angesehen. Und von meiner Familie waren wir immer die Franzosen. Aus diesem Grund war es für mich wichtig, noch eine andere Kultur kennenzulernen, um vielleicht mich noch eher zu finden. Ich bin dann nach England gegangen für ein Jahr als Au-pair. Als ich immer in Frankreich gelebt habe, habe ich immer nur gemerkt, was mir aus Deutschland fehlt. Und als ich in England war, habe ich gemerkt, mir fehlt nicht nur das aus der deutschen Kultur, aber auch das aus der französischen Kultur. Zum Beispiel, wie banal es auch klingen mag, aber ein frisches Baguette am Sonntag hat mir unglaublich gefehlt. Die englischen Essgewohnheiten sind ein Graus. Ist schrecklich, Katastrophe. Die machen gar keine Mittagspause. Wenn überhaupt, nehmen sie sich irgendwas auf die Hand, so ein Sandwich oder irgendwas oder kaufen irgendein Fertigessen in irgendeinem Supermarkt. Also da habe ich die Krise bekommen, sodass ich dann auch selbstständig angefangen habe, dort für die Familie zu kochen, damit es wenigstens mal halbwegs regelmäßige Esszeiten gab und mal richtiges Essen und nicht nur Fertigessen aus dem Laden. Ich bin seit Oktober jetzt in Deutschland. Ich habe halt vorher noch nie in Deutschland gelebt, gar nicht. Es war schon so ein bisschen komisch zwischendurch. Zwar kannte ich die deutsche Kultur, aber irgendwie war ich ja auch noch durch die französische geprägt. Und es gab schon so ein paar Erfahrungen, die für mich so Neuland waren. Zum Beispiel das Anmelden beim Bürgeramt. Wusste ich vorher nicht und hatte mich in erster Linie auch wirklich überfordert. Auch sprachlich hatte ich dann doch einige Hürden zu bewältigen, weil dadurch, dass ich zu Hause beide Sprachen sprechen konnte und jeder mich verstanden hatte, habe ich manchmal so eine Mischung aus beiden gesprochen, im gleichen Satz noch. Und das ging natürlich hier nicht. Und dann war es am Anfang wirklich so, dass ich aktiv nach Wortschatz gesucht hatte. Und das war auch auf jeden Fall eine kleine Schwierigkeit am Anfang.
Ich habe diese Tasche mitgebracht, weil die so ein bisschen definiert, ja, wie ich mich fühle an sich. Ich hatte die Tasche vor 4 Jahren oder so gefunden und seitdem hänge ich die immer auf und die kommt überall mit, wohin ich auch ziehe. Es ist halt diese Verbundenheit zwischen Deutschland und Frankreich und die Liebe zu beiden Ländern. Ohne eins der beiden könnte ich nicht und ich brauche immer beide. Wenn jeder offen an die Sachen drangeht und an die neuen Kulturen und an die neuen Menschen, dann ist man nicht voreingenommen und bitterböse, sondern man denkt sich, ja, lass uns diese Kultur gemeinsam entdecken und lass uns gemeinsam etwas erreichen und leben, weil ich finde, die Mischung macht's. Здравей, как си? Какво правиш?